Kostete ein Streit mit einem Flüchtling den Betreiber der Unterkunft jetzt das Leben? Genau dieser Frage gehen die Ermittler der niedersächsischen Kleinstadt Sarstedt nach. Denn nach dem Mord am Betreiber des Flüchtlingsheims wirft es jetzt Fragen auf. Der Tatverdächtige wurde schnell gefasst und sitzt auch in Untersuchungshaft. Doch der Aufenthaltstitel des Irakers ist immer noch ungeklärt. Geht man durch die kleine Stadt Sarstedt bei Hannover, so scheint ein solcher Fall kaum denkbar, bei dem jemand auf offener Straße getötet wird. Und doch ist genau das geschehen. Das Opfer ist ein 61-jähriger Mann, der hier im Ort ein Flüchtlingsheim betrieb. Mit einem der Bewohner, einem Iraker, gab es schon länger und immer wieder Streit. Er ist des Hauses verwiesen worden und anschließend hat er sich mit dem Schlüssel ist er nachts reingekommen, hat dann dort geschlafen und morgens wieder raus. Dieser Mann soll den Heimbetreiber nun umgebracht haben. Er wurde schnell gefasst und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Dabei hätte er schon längst nicht mehr in Deutschland sein sollen. Das Besondere an seinem Fall: Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich damals um ein sogenanntes Dublin-Verfahren. Das heißt, ein anderer europäischer Staat war für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Deshalb ist sein Asylantrag hier in Deutschland als unzulässig abgelehnt worden. Der Iraker kam nämlich 2017 aus Polen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt und er wurde tatsächlich zurück nach Polen geschickt. Endlich wurden also die europäischen Asylregeln einmal befolgt. Nur es nutzte nichts, denn der Mann kam wieder nach Deutschland, wieder ein Asylantrag, wieder die Ablehnung. Nun lief es aber anders. Er klagte und bekam in einem Eilverfahren Recht. Seitdem wird er in Deutschland geduldet. Fassungslosigkeit bei einem Nachbarn in Sarstedt. Wir sind alle sprachlos, wir wissen nicht, was wir dazu sagen sollen. Die Bevölkerung muss ja geschützt werden, sowas darf nicht passieren. Im Hauptverfahren tut sich nichts, weil die Richter erst auf eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs warten. Wann die kommen könnte, unbekannt.